Network hat sich als Ziel gesetzt, das Internet zu revolutionieren, indem es ein Metaverse fürs Gaming und Business bietet, und dieses Metaverse soll von jedem erstellbar sein. Ob es das Versprechen einhalten kann, schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Viel Spaß damit! Bevor wir uns das Projekt detailliert anschauen, werfen wir kurz einen Blick auf die Marktkapitalisierung der Gaming- und Metaverse-Kryptowährungen, und wir sehen, dass wir in den letzten Tagen eine starke Korrektur hatten, weil auch Bitcoin momentan in einer Seitwärtsphase ist und die Sicherheit noch nicht zurück hat, wieder in den Bullenmarkt hineinzukehren. Auch die großen Gaming-Projekte wie Decentraland und Sandbox haben hier in den letzten Tagen stark korrigiert. Natürlich stellt sich dabei noch die Frage, ob man hier in die großen Metaverse-Projekte noch einsteigen könnte, ob sich hier noch Potenzial bietet oder ob wir eine Blasenentwicklung haben und das Ganze in den nächsten Tagen nochmal deutlich korrigieren kann. Interessant wird es dann, wenn wir uns kleinere Projekte wie beispielsweise Network anschauen, die momentan keine große Marktkapitalisierung haben. Network hat eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar ungefähr, also kleiner als 200 Millionen US-Dollar. Und hier ist natürlich nochmal ordentlich Wachstumspotenzial nach oben gegeben, wenn sich das Projekt dann wirklich gut entwickelt. Der maximale Token Supply liegt bei 100 Millionen, was im Vergleich zu Decentraland und Sandbox wirklich sehr, sehr gering ist. Decentraland hat einen maximalen Token Supply von 2 Milliarden Token und Sandbox hat auch ungefähr einen Token Supply von 3 Milliarden Token. Das ist erstmal positiv zu bewerten, dass Network hier einen relativ geringen Token Supply hat. Allerdings müsste man sich dann natürlich die Verteilung des Tokens genauer anschauen, was wir gleich nochmal machen werden. Nun, was genau ist das Besondere an Network und was unterscheidet Network von anderen Metaverse- und Gaming-Projekten? Network möchte das Problem lösen, dass VR-Inhalte von jedem gestaltet werden können, auch wenn es sich dabei um komplexe Inhalte handelt. Bisher ist es so, dass grafisch aufwendige Inhalte eher von Entwicklern gestaltet werden können oder entwickelt werden können und dass User keinen Zugang dazu haben. Und Network möchte ganz genau dieses Problem lösen. Jeder soll auch grafisch komplexe Inhalte selber darstellen können und über einen eigenen Marketplace für jeden zur Verfügung stellen und die Inhalte monetarisieren können. Das Metaverse von Network soll dadurch sehr, sehr schnell wachsen und sehr schnell eine hohe Zahl von Benutzern gewinnen. Um dies zu ermöglichen, bietet Network eigens entwickelte Tools, um selber die virtuelle Realität zu gestalten, oder auch Tools zu entwickeln, die dann im Marketplace zur Verfügung gestellt werden können. Auch die Monetarisierung von digitalen Inhalten soll im Vordergrund stehen. So soll man beispielsweise auch selber Games entwickeln können, die man den anderen Nutzern zur Verfügung stellt oder verkauft. Das Ganze soll ganz einfach ohne Entwicklerkenntnisse möglich sein. Aber auch Entwickler können die Unreal Engine nutzen, um die virtuelle Realität von Network zu erweitern und Spiele zu entwickeln. Mit dem Network-Token ist es möglich, Vermögenswerte, also Assets, innerhalb der virtuellen Realität von Network zu kaufen, beispielsweise Gebäude, Fahrzeuge oder Häuser. Es ist aber auch möglich, Werbeflächen zu kaufen und diese zu vermieten und dadurch ein passives Einkommen zu erzielen. Man kann NFTs generieren oder aber auch staken, wie es auch mit anderen Coins möglich ist. Hier ist nochmal sehr gut beschrieben, welches Problem Network lösen möchte. Sie wollen grundlegend Qualitätsinhalte erstellen und sie wollen dafür sorgen, dass Nutzer selber auch diese Qualitätsinhalte innerhalb des VRs selber erstellen können und anderen Nutzern zur Verfügung stellen können. Und auch die Eintrittsbarriere sollte nicht zu hoch sein. Es sollte möglich sein, für jeden Nutzer die VR sehr einfach zu verstehen und selbstständig mit den eigens entwickelten Tools Inhalte zu generieren. Und durch die Monetarisierung soll es möglich sein, passives Einkommen zu generieren oder aber auch die selbstgebaute Welt anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen und damit Geld zu verdienen. Wenn wir hier einen Blick auf die Partner und Investoren werfen, fällt dabei eigentlich nichts Negatives auf. Es sind sehr, sehr viele Partner vorhanden, die soweit vertrauenswürdig sind, und auch die Investoren sind bekannt von anderen großen Projekten wie beispielsweise Illuvium und anderen Crypto-Games. Das Positive an dem Team ist, dass sie mit ihren Gesichtern vertreten sind, und der Gründer Michael Cacceli, der hat sogar vorher ein Unternehmen gegründet namens XMod, was für Fahrzeugproduzenten eine Simulation darstellt, um beispielsweise die Antriebstechnik von Fahrzeugen zu simulieren. Das White Paper von Network ist sehr, sehr umfangreich. Mit 45 Seiten bietet es alle Informationen, die man sich zu dem Projekt wünscht. Es geht nicht nur sehr detailliert in das eigene Network-Ökosystem ein, sondern beschreibt auch die Probleme des Metaverses und das Potenzial, was es in Zukunft bringen kann. Ein Blick auf die Tokenomics zeigt, dass der größte Teil der Tokens sich momentan
bei den Investoren befindet. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass in der nächsten Zeit die Tokens dann immer mehr verkauft werden und dadurch ein gewisser Verkaufsdruck entsteht, was sich auf den Preis auswirken kann. Allerdings ist das Ganze natürlich nicht vorhersehbar, denn man weiß nicht, ob durch große Ankündigungen beispielsweise der Tokenwert sehr, sehr stark ansteigt. Dabei ist es auch wichtig, was der gesamte Markt macht, ob der Metaverse-Markt weiterhin ansteigt oder aber auch eine längere Korrekturphase sieht. Die Roadmap zeigt, dass das Projekt bereits 2016 gegründet wurde und während dieser langen Zeit sehr, sehr viel dran gearbeitet wurde und ab 2022 nächstes Jahr soll dann der VR- und der AR-Content migriert werden und das Projekt soll in die asiatischen und europäischen Märkte expandiert werden. Im Großen und Ganzen finde ich die Ansätze des Projekts sehr, sehr interessant und ich finde, dass das Projekt durchaus sehr gutes Zukunftspotenzial haben könnte. Auch die Möglichkeit, dass jeder Benutzer selber die VR generieren kann und die Inhalte monetarisieren kann, wird für viele sicherlich sehr interessant sein. Man muss natürlich sehr vorsichtig sein, weil wir gerade momentan einen sehr, sehr starken Hype erleben und dadurch eine Blasengefahr durchaus möglich ist und wenn diese Blase platzt, können sehr viele sehr schnell Geld verlieren. Es ist daher sehr ratsam, wie auch in anderen Krypto-Projekten, sehr vorsichtig zu sein und die Neuigkeiten über das Projekt regelmäßig weiter zu verfolgen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.